Also, ja, das ist schwer zu beschreiben. Zuerst hieß es, ich soll nur Character Design machen. Aber dann musste ich noch alle Animationen überblicken und ganz viele Ratschläge an Animatoren geben. Und im Grunde hat sich das von Character Design zu sowas wie Character Design, Art Director, Lead Animator und sonst was gemausert. Also wir wollten, dass der Stil ziemlich märchenhaft ist, aber auch nicht zu sehr kindlich märchenhaft, sondern schon so ein bisschen verträumter und auch ein bisschen düsterer in manchen Hinsichten. Was ich vor allem wollte, ist, dass halt die Charaktere einen handgezeichneten Flair im Spiel haben und nicht so digital aussehen. Deswegen haben sie auch etwas dickere Outlines und so ein bisschen so einen Kreidelook außenrum und dazu als quasi so als Stilmittel, damit es so ein bisschen mehr sich in die schönen malerischen Hintergründe einfügt und damit so diese Märchenstimmung entsteht und alles so ein bisschen magischer wird. Ich bin ja jetzt mit vielen Comics und auch so mit Manga-Zeug aus Japan aufgewachsen und deswegen fand ich interessant, dass da gerade diese vielen Mythologien zusammenkommen. Das ist halt so diesen europäischen Märchenlook vereint mit japanischen Mythologien. Es kommt ja relativ viel aus der japanischen Mythologie vor. Zum Beispiel mein Lieblingscharakter Kitsune. Und ich fand es halt auf jeden Fall interessant, das alles mal zusammenzuschmeißen. Und man wird sicherlich aus vielen dieser Stilrichtungen auch was wiedererkennen in dem Look. Also teilweise war der Look von Jerry schon so ein bisschen vorgeplant von den Storyschreibern. Also der Rucksack und die Hosenträger waren auf jeden Fall schon Teil des Konzepts, deswegen da konnte ich nicht mehr viel dran ändern, aber ist ja eigentlich auch cool so. Er sollte halt, glaube ich, primär so ein bisschen zeitlos wirken. Man weiß nicht, ob er jetzt gerade aus der heutigen Zeit kommt, aus den 50ern oder irgendwie aus irgendeiner Fantasy-Zeit. Deswegen halt sein Outfit, so wie es ist. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie modisch festlegbar auf irgendein Jahrzehnt. Und wichtig waren halt auch die Knopfaugen bei ihm, damit er so ein bisschen stilisiert wirkt und auch ein bisschen comichaft, aber nicht zu sehr in irgendeine bestimmte Comic-Richtung. Und das hat eigentlich primär halt seinen Look ausgemacht. Eigentlich fand ich Character Design immer am spannendsten, weil man natürlich immer einen neuen Charakter dann designt und sehr viel Abwechslung dabei hat. Aber ich finde Animationen auch spannend, deswegen war es halt eigentlich cool, dass ich alles Mögliche machen konnte und nicht immer nur dasselbe. Also wie ich schon erwähnt habe, ist mein Lieblingscharakter eigentlich Kitsune, weil es sie auch noch in 3 Formen gibt. Sie ist Mädchen, Fuchs und so eine gottgleiche Frauengestalt auf einmal. Aber auf jeden Fall ist das Spannende bei ihr gewesen, dass man alle diese 3 Gestalten designtechnisch zusammenbringen musste, damit sie unterschiedlich sind, aber man trotzdem noch erkennt, dass es Kitsune ist. Sie hat so viele Formen und so viele Facetten und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt im fertigen Spiel dann, wenn ich es mal sehen kann, wie sie rüberkommt, was sie tatsächlich alles an diesen Facetten ausspielen wird. Also Kitsune ist eigentlich ein Fuchs. Ein Fuchs, genau. Eigentlich schlappe 900 Jahre alt. Ja, oder ich glaube 700. 700? Man muss ihre Schwänze zählen, das ist bei japanischen Füchsen so. Pro Schwanz 100 Jahre. Genau. Okay, sie ist ein 700 Jahre altes, wunderschönes Mädchen. Und ja, sie trifft eben auf Cherry und wow, so viele schöne Momente, die man da natürlich zeigen kann, in welche Richtung sich das entwickelt. Bin ich mal gespannt, was aus den beiden wird. Der coolste Charakter ist für mich der Marquis de Buteau, das Magierkaninchen, der Baumläufer. Einfach weil er die Möglichkeit hat, überall hinzugehen, wann immer er will. Er weiß mehr als die meisten anderen, ohne alles zu erzählen. Er ist jemand, der gut spricht. Ich glaube, er hat auch mehr Geschichte, als die Spieler ahnen. Genau. Also er ist der große Geheimnisträger. Aber ansonsten hat das Spiel eigentlich total viele super coole Charaktere und ich mag sie eigentlich fast alle. Gibt es jemanden, den ich nicht mag? Humbert ist total cool. Also der ist in seiner unsympathischen Art ziemlich cool. Also es gibt ja nicht nur positive Charaktere, sondern auch negative, aber es macht ja auch Spaß, nervige Charaktere so zu gestalten, dass sie nervig sind. Wir haben jetzt ja, glaube ich, mehr Charaktere als die meisten Spieler. Also es ist unglaublich, wie viele es tatsächlich ins Spiel geschafft haben. Wir hatten am Anfang aber noch mindestens 10 mehr. Und wir saßen dann da und haben gedacht, okay, das wird nix. Ich könnte mal
Wenn man mal so den Prozess durchgehen, von mir aus Plato, der Frosch. Da gab es eben ein kleines Scribble von deinem Bruder. Und du hast ihn wahrscheinlich Plato getauft, also genau. Ein bisschen Text, ein bisschen Zeichnung. Dann macht man ein paar weitere Scribbles noch dazu, wie passt der jetzt vielleicht besser ins Spiel. Dann kommt das in die Art-Direktion. Auf einmal wird ein wirklich schönes Bild daraus, das man auch mal vorzeigen kann. Dann wird das nach einigen Techniktests von dem Nächsten animiert. Und dann wird es magisch, wenn diese Figur, die ja lange Zeit nur im Kopf irgendwie existiert hat, tatsächlich zu leben beginnt und blinzelt und atmet. Und ich denke, beim nächsten Mal dann, wenn die Sprachaufnahmen dann da sind und dann die Figur noch die Stimme bekommt und eine Persönlichkeit, so wie sie mal beschrieben wurde ganz am Anfang, dann ist das Plato, der Frosch. Und er hat dann eine Seele erlebt. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Herr Kirchenmaus. Ich erinnere mich noch, als wir das geschrieben haben, hatten wir eigentlich nur so eine kleine Ladenzeile im Kopf, die mitten im Wald steht und das war mal ein Haus, ne? Genau. Und wer mit Kirchenmaus sprechen wollte, geht einfach in das Haus rein. Man sieht den Laden aber nicht von innen, sondern man führt einfach dann den Dialog. Dann hatte Olga Andrienko, unsere Character-Designerin und Lead-Animatorin, aber so ein Set gemacht mit gezeichneten Mäusen und Eichhörnchen. Und da waren dann einige dabei, die so einen faszinierenden eigenen Charakter hatten. Da hatten wir dann Herrn Kirchenmaus, ganz eindeutig, er sah einfach traurig aus, er sah aus wie eine Kirchenmaus. Und auf dem nächsten Blatt war eine ziemlich dicke Maus mit einem sehr glasigen Blick. Also habe ich die beiden dann in Photoshop genommen und nebeneinander gestellt und gedacht, diese beiden passen so perfekt nicht zueinander, die müssen verwandt sein. Und so entstanden dann Herr Kirchenmaus und sein Sohn Junior, für den wir dann die Dialoge geschrieben haben, die auch zu meinen Lieblingscharakteren gehören. Wenn ich nicht den Marquis aufzählen würde, würde ich Herrn Kirchenmaus und Junior als meine Lieblingscharaktere bezeichnen. Und die sind ein gutes Beispiel dafür, dass man in einigen Räumen, die nicht unbedingt so viel mit der Hauptstory zu tun haben, irgendwo am Waldrand plötzlich einen Charakter finden kann, der seine eigene kleine Geschichte hat. Und auch da sind die Sprecher sehr gut, also achtet auf Herrn Kirchenmaus und seinen Sohn Junior.